Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beatle TV einfach anders. Donnerstagabend 20 Uhr, das ist momentan die Serie mit Chantal Frey als Betroffene betreffend satanisch-ritueller Kindesmissbrauch. Heute haben wir einen Gast, der zusammen das Thema aufarbeiten wird. Die Thematik ist heute, wie gehen Chantal und Hannah mit solchen extremen Erfahrungen um. Das ist, glaube ich, auch wichtig für andere Menschen, die vielleicht betroffen sind, Mut zu machen, dass es auch Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Wie kann man das machen? Ich bin natürlich sehr dankbar, dass Sie diese Informationen uns auch weitergeben, Erfahrungen weitergeben. Und die anderen Teile, die können natürlich noch nachschauen, wenn ihr das wollt. Auf dem Telegram-Kanal werden die publiziert oder auch auf mediarebell.com haben wir das natürlich alles zum Nachschauen. Ich bitte euch auch zu beachten, den letzten Teil, Teil 3, einfach achtsam zu sein und überlegen, ob ihr das auch schauen wollt, weil es kann auch triggern sein. Es ist halt wirklich so, dass da heftige Sachen dabei sind, die auch ich, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, an meine Grenzen gebracht hat, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass solche Informationen, solche abscheuliche Taten ans Tageslicht kommt, um diese Menschen auch zu schützen, weil die immer in eine Ecke gedrängt werden, wo sie nicht hingehören, sei das unzurechnungsfähig oder psychisch krank und so weiter. Das kann es nicht sein. Und seitdem, dass ich erfahren habe, dass es das wirklich gibt und auch jetzt mit Chantal sprechen konnte und auch andere Sachen erlebt habe, kann ich einfach nicht mehr wegschauen. Deshalb ist es für mich klar, dass das ein sehr wichtiger Bestandteil ist von dieser Aufklärung. So, jetzt freue ich mich natürlich, die beiden zu begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend, Chantal und Hannah. Ja, hallo zusammen. Hallo, also Chantal haben wir schon kennengelernt. Wenn du, Hannah, ein paar Worte einfach zu dir sagen möchtest, wo für dich stimmig ist, dass die Menschen einschätzen können, also jetzt natürlich nicht im Detail, aber so wer du bist. Du bist auch eine Betroffene, kannst du einfach ein paar Sachen sagen. Mhm. Also ich bin halt auch Betroffene von ritueller Gewalt und Mhm. seit ja, knapp 20 Jahren jetzt auf dem Weg nach draußen, also auch schon draußen. Mhm. Ja, und gehe halt jetzt den Weg und mit Höhen und Tiefen und genau. Ja, vielen Dank. Ich würde mal sagen, Chantal, wie wollen wir das am besten angehen? Hast du dir Vorstellungen gemacht? Weil ich kenne mich natürlich da nicht so aus. Willst du vielleicht das ein bisschen miteinander beschreiben, wie du den Weg rausgegangen bist oder was würdest du vorschlagen? Ähm, ja, ich kann jetzt irgendwie nicht so chronologisch erzählen, Muss nicht sein. aber vielleicht kann ich einfach mal so zwei, drei Schritte beschreiben, wie, wie ich das erlebt habe, bis man eigentlich draußen ist. Also Mhm. so die innere Arbeit, Gerne. wo ich einfach auch finde, dass es ziemlich wichtig ist. Also zuerst erlebt man ja eben diese schlimme Dinge. Also man ist in diesen Kreisen, man erlebt diese Gewalt und diesen Missbrauch. Und dann, um da rauszukommen, ist es erstmal ganz wichtig, dass dieser Missbrauch zuerst mal gestoppt werden kann. Und das ist natürlich dann immer wieder bei jedem Betroffenen oder jeder betroffenen Person wieder anders. Und wenn dieser Missbrauch zumindest mal einen Teil oder immer mehr gestoppt werden kann, dann fängt meiner Meinung nach ein innerlicher Prozess an. Weil dann kommen dann Erinnerungen oder ja, irgendwie auch ein Entsetzen darüber, über diese Dinge, die man erlebt hat. Und es ist jetzt natürlich auf die Schnelle gesagt, aber Mhm. dann kommt von mir aus gesehen der dritte Schritt und das wäre das selber anerkennen, dass man das erlebt hat und versuchen, das irgendwie in seine eigene Lebensbiografie reinzunehmen. Weil solange man das selber abstreitet, und das ist ja am Anfang ja oft so, dann
ist einfach ein Rauskommen oder soll ich sagen, eine Heilung einfach ganz, ganz schwierig. Okay. Und ja, der vierte Schritt, das ist dann einfach, wenn man das anerkennen konnte, dann müssen neue Erfahrungen gemacht werden, gute und positive Erfahrungen. Und so kommt dann so langsam der Weg in die Heilung. Und darüber wollen wir heute ja auch sprechen. Genau. Also du hast gesagt, es sind verschiedene Schritte, die man da macht. Und dementsprechend ist halt die Frage, wie geht man am besten damit um? Ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, dass dann dieser Missbrauch nicht mehr stattfindet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das ja zum Teil ja auch gewisse Codewörter oder gewisse Sachen, wo man dann dich irgendwie wieder hineinzieht, zum Teil mit MK Ultra, weil das hat man ja selber nicht im Griff. Hast du mir erklärt, dass da hast du nicht mehr den eigenen Willen, wenn du dann in diesem, wie soll man sagen, in dieser Rolle bist, oder wie soll man das am besten beschreiben? Ja, richtig. Also unter Missbrauch stoppen, das sind natürlich dann verschiedene Punkte. Das ist erstens mal auch, dass die Täter eben nicht immer um einen rum sind. Also da kann es eben zum Beispiel sein, wie bei mir, und ich weiß das ja auch gewisses von der Hanna, aber das wird sie dann selber erzählen, dass wir uns dann natürlich auch entfernen mussten von dieser Täterkreisen, was uns bewusst war. Und da eigentlich diese Schritte ja langsam gegangen sind, so Schritt für Schritt. Und dann, wie du gesagt hast, eben auch dann, ich nenne das, also wir nennen das den innerlichen Aussteig, dass wir uns bewusst werden, was uns eigentlich angetan worden ist, eben auch zum Beispiel unter anderem diese Trigger zu erkennen. Und das ist natürlich ganz große innere Arbeit. Vielleicht Weil, ja, mal sonst Hanna, kann man unter Umständen wieder zurückgeholt ja, werden. vielleicht mal Hanna fragen. Wir haben gesagt, örtliche Trennung. Wie merkt man das einfach plötzlich oder ist das dann ein Prozess, wo man merkt, ich muss auch örtlich da weg? Oder wie hast du das erfahren? Also es gab schon einen Punkt, wo ich einen klaren, also wo ich dann wirklich den Kontakt komplett abgebrochen habe von meiner Mutter, weil sie halt diejenige war, die praktisch immer wieder auf mich zugreifen konnte. Also die hat angerufen oder ist vorbeigefahren oder da gab es schon einen ganz klaren Punkt, wo ein Kontaktabbruch da war. Aber danach war es dann schon so, dass man an bestimmte Orte nicht hingeht, wenn man bestimmte Sachen hört, dass man nicht darauf reagiert. Also das war Wie war auch in das? meiner alten Wohnung noch. Wie war das für dich? Kann ich mir das so vorstellen, dass du hast gesagt, die Mutter hatte Zugriff auf dich. War das diejenige Person, wo dann dich in diese, wie soll ich sagen, diese Gruppierung reingebracht hat oder war sie selber ein Teil von diesem Missbrauch? Die war auch ein Teil, Okay, also sie ist selber auch da drin reingeboren, würde ich sagen. ja. Also die das auch immer gesagt hat, das, was ich erlebt habe, kannst du auch aushalten. Also es war immer so ein, und mein Onkel, also eigentlich die ganze Familie. Meine Oma auch schon. Also das ist Ja, die hat das auch das ist immer die wieder erwähnt. Bestätigung, was Chantal in der vorigen Sendung gesagt hat. Das ist oftmals, gibt man das weiter, Generationen weiter. Und das ist mitunter auch ein Grund, wieso dass es zum Teil recht schwierig ist, das aufzudecken, weil sich jeder dem gegenseitig sich deckt und die eigentlich sehr gut vernetzt sind mit verschiedenen Behörden, Polizei, Richter und so weiter. Genau. Also mein Stiefvater, der war selber bei der Polizei und ich hatte schon, also in meiner Kindheit, also viele Freunde von meiner Mutter und ihren Freunden waren bei der Polizei auch. Von daher war die Polizei für mich jetzt kein Schutz. Also Ja. das Du, würde ich jetzt. du hast gesagt, die Mutter hatte Zugriff. Ist das ähnlich? Wie kann man sich das vorstellen, dass das gewisse Programmierungen sind? Oder wie würdest du das beschreiben, dass wenn die Mutter Zugriff hat, weil sie muss ja dann was bei dir auslösen, dass du dann in diese Rolle oder diese Programmierung kommst? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also bei meiner Mutter war es noch viel einfacher. Sie hat angerufen und gesagt, komm, und ich bin gekommen. Also die hat jetzt gar nicht so viel gebraucht. Also bei anderen war es schwieriger, aber bei ihr muss ich sagen, War das das dann lange. deine tiefe Verbundenheit, wo man wahrscheinlich als Kind auch hat zur Mutter, wo man ja eigentlich denkt, ja, die Mutter meint es ja nur gut mit mir?
Hast du das dann lange so gespürt oder hast du die Hoffnung gehabt, sie meint es gut oder wie kann man sich das vorstellen? Eher die Hoffnung. Also, dass sie es jetzt nicht gut meint, das war mir schon klar. Und Okay. Verbundenheit würde ich auch nicht sagen. Also ich würde eigentlich überhaupt kein Gefühl, aber es war halt einfach so gelernt. Also wenn man das gelernt hat von klein auf, dass man das macht, was einem gesagt wird, dann, ja, dann ist es halt so, dass man es einfach tut, Mhm. um keine Strafen zu bekommen, also Ja. um die Konsequenz nicht Einfach zu zu haben. gehorchen. Man wird dann erzogen, einfach zu gehorchen, Genau. was man gesagt bekommt. Das Wann- Wort abgerichtet trifft schon ganz gut, dass man einfach so ist, wie sie das halt wollen. Gell? Also so. Ja. Welche Alte, also wie alt warst du gemerkt hast, ich muss mich von der Mutter distanzieren, weil sonst kommt das nicht gut? Das war schon Anfang 20, Ja. also als der Kontaktabbruch dann da war. Also ich bin schon weg von daheim früher in eine Jugendeinrichtung, also da mit knapp 16 schon, aber da war der Kontakt immer da. Also das war, das war da jetzt auch nicht bekannt, also das Ja. ist so nebenher gelaufen. Du bist mit Und es war auch 20 nicht so eng betreut. bist du weggegangen, da gehst dann das war eine Art ein Heim. Hat man dich denn dort auch ernst genommen oder hat man dir dich nicht geglaubt? Das ist ja immer die große Frage. Ich habe jetzt nie was gesagt, von Okay. daher war Also, es war jetzt, du also hast gar nicht erwähnt. nein, also mit Anfang 20 habe ich das erste Mal überhaupt erwähnt. Ich meine, in der Jugendwohngruppe, da gab es schon Psychologen und ich war da auch wirklich total auffällig. Also das war alles bekannt, aber das war halt einfach mein schwieriges Elternhaus. Das war jetzt nicht so, also die haben schon gefragt, was war zu Hause, wenn ich irgendwie vom Besuchen gekommen bin, aber Hast denn ich habe nie du was. keine, also ist das ein Teil der Programmierung, dass man dann nichts sagt? Oder konntest du oder wolltest du nichts sagen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, weil man so erzogen ist, dass man dafür sorgen muss, dass man nicht auffällt. Also in Okay. der Schule ist es auch so, das ist deine Aufgabe, dass niemand merkt, wie es ist. Also, und wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt, ja, dann ist es halt schwierig. Also, Mhm. das ist praktisch deine Aufgabe ja, dass du halt nicht auffällst negativ. Okay. Also das ist Ich bin eigentlich natürlich so, schon aufgefallen. du hast gedacht, ich versuche mich einfach ruhig zu halten und nicht groß zu sagen, zu tun, dann falle ich nicht negativ auf, weil es hat ja früher geheißen, wenn ich negativ auffalle, dann gibt es ja dann auch Bestrafung. Ja, und es war natürlich auch so, weil ich habe mit 7 Jahren dann aufgehört zu reden. Ich habe stark gestottert, also ich habe wirklich keinen einzigen Satz reden können. Und natürlich bin ich aufgefallen, aber in der Schule war ich eher als verstockt und ja, also nicht sehr beliebt als Kind. Also Okay. jetzt kein Kind, das man gern mag. Also von daher war es Das dann. ist in dem Sinne interessant, weil zum Beispiel Chantal gesagt, es ist oftmals auch so, dass sie versuchen, die Kinder so zu erziehen, dass es eben gar nicht groß auffällt, dass sie in ihrem wie Doppelleben total liebe, tolle Wunschkinder sind und so weiter. Und bei dir hast du jetzt selber das Gefühl, dass man dich in der Schule und so weiter nicht so gemocht hat. Das war jetzt eigentlich mal eigentlich ein anderer Fall. Nee, das nicht, genau. Okay. Also ich meine jetzt auch nicht, es war halt einfach so, dass ich unsichtbar war. So. Also Ja. so könnte man das sagen. Okay. Also habe ich das jetzt richtig, du warst bei 20 circa, hast entschieden, den Kontakt abzubrechen. Chantal, was war bei dir so das Alter, wo du gesagt hast, so, ich muss, glaube, wenn ich das verstanden habe, auch du hast entschieden, geografisch, also dich zu distanzieren von gewissen Menschen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, bei mir war es später. Da habe ich also wirklich 10 Jahre länger gebraucht, bis ich mal mich von einem Teil von diesen Leuten distanziert habe. Und dann ging es aber noch eine ganze Weile, mehrere Jahre, bis ich wirklich realisiert habe, in was ich da gesteckt habe, beziehungsweise immer noch stecke.
Vielleicht zum Und Versuchen erst da dann habe ich mich total. vom Prozess mal zu versuchen zu verstehen. Es gibt ja irgendwann mal die Phase, wo du sagst, so geht es nicht weiter. Und dann hat er zum Beispiel wie Hannah entschieden, ich muss weg von der Mutter. Ähm, Ist denn das so wie ein Startschuss in in diesen Prozess zu kommen, dass man dann plötzlich merkt, weil da ist man, es ist da wahrscheinlich wie ein Vakuum. Du gehst zwar von der Mutter weg, aber nachher ist wahrscheinlich die große Frage, was mache ich jetzt? Weil du hast ja die Vergangenheit, du hast das, was du erlebt hast, ist natürlich total ja, unbeschreiblich. Und nachher ist auch die große Frage, ja, was nun? Mhm. Also ich war damals stark heroinabhängig. Also ich habe dann halt irgendwann mit Drogen angefangen, um das Ganze auch so auszuhalten. Ja. Und heute denke ich, dass es vielleicht auch ein Selbstschutz war irgendwo, weil durch die Drogen bin ich halt dann auch nicht so viel in den Psychiatrien gewesen und habe auch mit Psychopharmaka nicht so viel zu tun gehabt. Aber ich war halt dann auf der Drogenszene und da waren immer so eine Gruppe von den Christen, die da Kaffee und Kuchen verteilt haben. Und ich bin da halt immer so rumgeschlichen um die. Und dann gab es halt damals eben jemand, der sich halt irgendwie bin ich da halt aufgefallen und der hat mich dann auch angesprochen und noch ein paar andere und haben mich zum Essen eingeladen und dann war ich da halt beim Essen. Aber ich war so verschüchtert oder so, also ich konnte wirklich mit keinem reden. Also ich habe es mich überhaupt nicht getraut, da einen Mund aufzumachen. Aber der hat halt dann, also der Beziehungsaufbau war wirklich über 2 Jahre und der hat halt dann so eine Vaterrolle eingenommen und hat mich, also es war ein ganz langer Weg, um das Vertrauen aufzubauen. Und der Glaube hat natürlich dann auch noch eine größte Rolle eigentlich schon gespielt, Das weil ich heißt, habe ja mit dem, Entschuldigung, du hattest einen hm, Kontakt mit diesem Mann, wo dann wie eine Vaterrolle übernehmen konnte. Wenn wir schon bei Vater sind, wie war dann das Verhältnis zu deinem Vater? Den hast du bis jetzt nicht erwähnt. mhm. Also mein Vater war auch mit also da drin. Okay. Ja, also am Anfang muss ich sagen, waren die Erinnerungen jetzt eher an meinen Vater, an den Missbrauch auch. Das war irgendwie so, das war eigentlich immer da. Also das war nie so, also das war schon so im Hintergrund. Aber ich habe zu ihm dann auch schon vorher keinen Kontakt mehr gehabt, weil meine Mutter ist dann weggegangen von ihm Mhm. und in eine andere Stadt gezogen. Und ich glaube, mit 10 war der Kontakt dann schon weg, also zu ihm. Also ich habe keine Ahnung, Okay. wo er dann war, ob er noch mit dabei war oder nicht. Das heißt, ab deinem 10. Lebensjahr hattest du nachher keinen Kontakt mehr mit ihm. Nee, zu meinem richtigen Vater nicht. Okay. Und mein Stiefvater war halt dann auch irgendwann da Mhm. und die ganzen anderen Freunde. Also ich muss sagen, meine Mutter hatte halt die früheste Erinnerung habe ich an 5, 6, dass sie halt immer mit Männern kam und es war halt auch ganz normal, dass die im sexuellen Bereich, also auch ja, äh, Kinderpornografie und so, das war halt einfach ganz normal. Also das war jetzt nicht so, Ja, und verstehe. das war auch schon, also die Erinnerungen waren schon da irgendwo, aber auch nicht. Also das war so abgespalten, kann man Mhm. sagen. Also irgendwie war es da, aber irgendwie auch nicht. Also Wie hast du bei dir, Chantal, sie hat für sich so eigentlich zum Glück dann so einen Menschen kennengelernt, wo da in eine wirklich gut gemeinte Vaterrolle ja, eingetreten ist und dann wahrscheinlich auch gewisses Vertrauen aufbauen durch einen langen Prozess. Hattest du auch so eine Schlüsselperson oder wie war das bei dir? Nein, ich kann nicht sagen Schlüsselperson. Ähm, Also wo ich dann eigentlich quasi alles verlassen habe, da hatte ich zwei, drei Freundinnen gefunden, mit denen ich dann auch ja, sehr oft unterwegs war und auch viel erzählt habe. So, das waren so die ersten. Und ja, also ich habe dann mehr einfach angefangen, mir einen neuen sozialen Kreis aufzubauen, so ganz langsam.
Aber Ja. ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich extrem schwierig war, weil das ist die Thematik mit dem Vertrauen ist wahrscheinlich eine Herausforderung, wenn man dann sowas erlebt hat. Ja, also du hast vorhin ja auch gesagt, eben, man hatte ja ein Leben gehabt, oder? Also wir reden da ja dann oft von den schlimmen Dingen und die waren auch da, aber das Problem, oder ja doch, das Problem war ja, dass man mit diesen gleichen Leuten, die einem ja missbraucht haben und gefoltert haben und alles, dass das auch die Leute waren, mit denen man ja das Leben geteilt hat. Also man war auch auf Picknicks, auf Konzert, man hat mal, weiß ich was, Geschenke bekommen, man hat Mhm. Geburtstage gefeiert. Und wenn man da aussteigt, man verlässt sein Leben. Also man verlässt eben auch die guten Seiten von, Das ist ja wie ja, wo man mit diesen Leuten abgespaltet, oder? erlebt hat. Das ist dann wie Ja, abgespaltet. Du ja, hast genau. die eine Seite, wo du dich gefreut hast ja, kann man sagen, das klingt zwar krass, aber auch schöne Zeiten hattest, mit Freude, Begeisterung und so weiter. Und das Ja, andere dann wie ja. ausgeblendet war in dem Moment. Und andere Momente, wo du dann irgendwie funktioniert hast und dann versucht hast, das zu verdrängen. Und dann hast du ja dann beide Leben plötzlich nicht mehr. Und da glaube ich, das ist die größte Herausforderung. Dann fühlst du dich ja dann plötzlich ziemlich alleingelassen. Nicht nur ziemlich, sondern dann ist man zuerst mal einfach allein. Alleine. Ja, ja, das ist so. Und das ist eben auch deshalb eben sehr, sehr schwierig für Betroffene da auszusteigen. Und viele ist es auch ganz, ganz schwierig oder gehen dann immer wieder mal zurück oder so, weil eben dort auch das Leben, das normal, so quasi normale Leben stattgefunden hat, das Alltagsleben, Mhm. weil dann einfach dieses Loch so, so groß ist, dass es ganz, ganz schwierig ist zu füllen. Also das habe ich auch so erlebt. Und dieses Alleinsein, diese Einsamkeit auszuhalten, das ist heftig. Das war schon ein Wirklich. Teil des Planes von diesem Abschaum. Entschuldigung, wenn ich das, nein, ich muss mich nicht mal entschuldigen, dass ich muss mir gar nicht, aber das ist ein Teil des Planes, dass sie genau diese Schwäche versuchen auszunutzen, so nach dem Motto, ja, die kommt sowieso wieder zurück. Ja, genau. Also man bekommt dann auch so Briefe oder mal eine Mail oder wieder mal ein Geschenk. Ach, wir vermissen dich oder wir haben dich doch so lieb, wir machen uns Sorgen um dich. Solche Nettigkeiten bekommt man dann immer wieder mal. Mhm. Und das ist dann wirklich auch ganz, ganz schwierig, da zu widerstehen, weil man hat ja eben dieses emotionale Loch und man sehnt sich ja nach sozialem Kontakt, nach Menschen, wo man mit ihnen die Dinge teilen kann Ja. und das eben, also das ist dann ein sehr, sehr schwieriger Schritt, sehr, sehr Ha, schwieriger Prozess auch. war das bei dir, Hanna, auch so, dass man versucht hat, dich wieder mit dir Kontakt aufzunehmen, auch wenn du gegangen bist? Ja, doch, den Kontakt aufnehmen schon. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich in dem Leben so viel Freude hatte. Das Ja. kann ich jetzt nicht sagen. Also, aber man möchte trotzdem wieder zurück, weil das wenigstens irgendwas ist, was man hat, gell? Also man hat vielleicht kein schönes Leben, aber man hat halt Familie und Ja, man hat einfach also ein Leben und ja, wenn man als Kind, denke ich, Kind braucht irgendwas und das ist ja das Brutale, genau das nützen sie aus, weil das Kind so viel mit sich machen lässt in der Hoffnung, dass ja das immer noch gut gemeint ist. Im letzten Zipfel von der Hoffnung, wo du noch hast und dann natürlich auch die ganze Programmieren und das, was auch Chantal schon erwähnt hat in anderen Teilen, ist natürlich krass, das kann man jetzt, sage mal, wenn man da nicht auskennt als Normalsterblicher, vielleicht so ausgedrückt, gar nicht glauben. Gehen wir mal in die nächste Stufe. Ihr seid beide, sagen wir, geografisch, habt ihr euch distanziert. Der Chantal hat gesagt, sie brauchte dann fast 4 Jahre. Könnt ihr mal beschreiben, was das dann ein bisschen für ein Prozess war, dieses aufzuarbeiten, weil ich kann mir vorstellen, das muss extrem schwierig sein, weil du brauchst ja entweder alleine ist es wahrscheinlich extrem noch schwieriger und wenn du jemanden hast, vertraust du dem. Das ist wahrscheinlich eine Riesengeschichte, dieses Vertrauen aufzubauen. Hanna, möchtest du vielleicht einmal deine Perspektive uns kundtun?
Also das Vertrauen, würde ich sagen, genau war das Wichtigste. Und als wir das erste Mal über sowas geredet haben mit den Erinnerungen, war das halt wirklich total schwierig, weil ich habe wirklich gedacht, ich bin total verrückt. Also weil man hat halt echt den Eindruck, wenn man das erzählt, dass der andere einem nicht glaubt. Und man zweifelt ja auch an sich selber. Also es ist ja jetzt nicht, also wenn jetzt andere immer sagen, das kann ich mir nicht vorstellen oder so, das ist ja auch schon Zweifel. Also das ist so schwierig, wenn jemand anders solche Fragen stellt, die ja auch verständlich sind. Aber das ist halt ein ganz schmaler Grat. Also, und ich hatte halt jetzt dann, ich musste wirklich erstmal lernen, dass ich überhaupt ein Recht habe zu leben und ein Recht auch da zu sein, auch was Gutes zu erleben. Diese ganzen Lügen, die da sind, das ist wirklich ein ganz anderes Leben, das ist eine ganz andere Realität. Die ganzen Worte sind ganz anders belegt. Also man muss eigentlich ganz neu alles lernen. Also das dauert sehr lange. Und der Schutz ist da halt total wichtig. Also dass man einfach nicht auf sich selber vertraut, was man denkt in dem Moment, weil die Täter halt mit Pfeifen, mit Anrufen, mit Briefen, mit Karten halt auch immer wieder irgendwie versuchen, einen damit reinzuziehen. Und das selber zu erkennen, ist ja total schwer. Ich möchte gerne nachfragen, du hast gesagt, du bist mit 20, hast du den Schritt gemacht, die Mutter zu verlassen. Du hast dann einen gewissen Selbstschutz aufgebaut und bist halt in Drogenkonsum gelandet, was man sicher nachvollziehen kann, dass man das irgendwie damit umgehen kann. Damals war das einfach dein Mittel, irgendwie klarzukommen damit. Wann hattest du dann, ich nehme an, du hast ja dann irgendwo diese Vater, war das dann auch jemand, der geholfen hat, auch von den Drogen wegzukommen, oder wie war das? Ja, also der Kontaktabbruch von meiner Mutter war dann wirklich erst 4 Jahre später. Ich glaube, mit 24 war es dann wirklich so, dass ich ihr einen Brief geschrieben habe, dass ich den Kontakt komplett abbrechen will. Und genau, ich war ja dann auf der Drogenszene und habe da eben diese Christen kennengelernt und war dann auch damit beim Abendessen und habe dann eben auch meinen Vater, also es ist bis heute auch jetzt nicht nur eine Vaterrolle, es ist für mich schon auch ein Vater. Nur wenn ich Vater sage, dann meinen die Leute, das ist von meiner Ursprungsfamilie, deswegen ist halt ein bisschen das ist einfach die Person, die du kennengelernt hast, wo 2 Jahre lang gebraucht hat, bis du dich überhaupt ein bisschen hast öffnen können, dass du das Vertrauen hattest, und er hat dich dann auch bei diesem Prozess unterstützt, nehme ich an. Genau. Und ich war halt jetzt nie also ich war schon bei vielen Psychologen und Psychiatern und Kliniken, das schon, aber über dieses Thema habe ich wirklich jetzt nie in der Therapie geredet und auch nie mit Traumatherapeuten und so, weil das war halt einfach nicht. Also das heißt, nicht du so hast möglich. bei allen Therapien, die du gemacht hast, hast du dieses Thema nie angesprochen? Das waren keine Therapien. Ich bin halt einfach auf der Straße mit einer Überdosis zusammengebrochen, bin in eine Klinik gekommen und dann kommt immer ein Psychiater. Okay, das waren jetzt keine Therapien, okay. das waren so. Ja. Und in der Jugendwohngruppe gab es auch eine Psychologin, die wollte immer reden und so, aber das war halt nie. Es ist halt so einprogrammiert, dass man das einfach nicht macht. Das ist überhaupt kein Thema, dass man drüber redet. So. Okay, also es ist ein Teil der Programmierung, wo man dann von Kind auf mitbekommt, und die wirkt natürlich sehr lange. Und bei den Ärzten ist es halt auch so, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und der sitzt vor mir und der hat einen Kugelschreiber in der Hand oder der macht so bestimmte Bewegungen, dann ist das Programm schon da. Also das ist so, das kann man schlecht erklären, aber dann ist halt, und die Psychologen haben ja meistens schon so eine bestimmte Art zu fragen, zu sitzen, zu sein. Es ist halt einfach so, gell? Ohne das jetzt irgendwie negativ. Und oftmals sind sich dessen ja gar nicht bewusst, die lösen dann irgendwas aus und dann machst du total dann zu, weil das kommt dann einen Triggerpunkt.
und dann ist die Sache schon vorbei wahrscheinlich. Genau, Ja. das war halt einfach ein Problem. Chantal, wenn man jetzt bei dir weitergeht, du hast gesagt, das war ein bisschen länger bist du da, du hast gesagt 10, fast 14 Jahre, also nach Hanna war das war dann plus, wenn ich das richtig sehe, um die 34. Was waren dann deine Schritte, wo du dann unternommen hast, um da rauszukommen? Ähm, naja, also ich habe auch zuerst lange Zeit einen Verdrängungsmechanismus gehabt. Ich habe dann so viel gearbeitet und war dann überall irgendwie an irgendwelchen Projekten oder weiß ich was involviert und oder habe da noch geholfen und so weiter. Und habe dann das sehr, sehr lange verdrängt, und ich glaube, darüber habe ich ja gesprochen, bis ich dann total zusammengeklappt bin Mhm. und habe dann mehrere Jahre eine schwere Depression gehabt. Und da wurde mir schon sehr, sehr viel bewusst. Also da habe ich eigentlich auch, so wie die Hanna sagt, irgendwo habe ich es gewusst und irgendwo nicht. Also ich habe dann schon gewisses gewusst, aber dann trotzdem nach diesen Jahren der Depression wieder aufgestanden und habe wieder versucht, ein normales Leben zu führen. Mhm. Und dann erst, also ich habe zwar immer gewusst, da ist noch was, das sollte ich eigentlich irgendwann mal anschauen, aber ich hatte keine Lust dazu, weil einfach, ja, ich hatte das Gefühl, es geht mir gut und mein Mhm. Leben ist in Ordnung und so und habe gar nicht bemerkt, dass das nicht so war. Und irgendwann habe ich mich entschieden, okay, jetzt schaue ich das mal an. Aber habe wirklich nicht gewusst, was mich da erwartet. Das war so mehr aus fast einer Naivität heraus, habe ich gesagt, naja gut, okay, jetzt habe ich mal das Alter und die Zeit und die Ruhe, schaue ich mir das mal an. Also Ja, und dann, du hast das eigentlich, bist das angegangen, ohne zu wissen, was dich eigentlich erwartet. ja, 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 eben, auf, ohne zu wissen, in meiner Alltagspersönlichkeit. Also Genau. ich habe es ja irgendwo ja schon gewusst. Also das heißt, Irgendwo habe ich das, du hast ja wahrscheinlich mit dem Verdrängungsmechanismus die dunkle Seite, wo du erlebt hast, verdrängt und dann hattest du ja noch ein anderes Leben und das war ja ganz okay. Und ja. dann hast du gesagt, ja, ich weiß, da ist noch was, aber ja, ich kann es ja mal anschauen, weil wenn du natürlich nur in diesem Leben bist, dann geht es dir in dem Moment ja nicht schlecht, weil das Leben war ja per se okay, das andere. Ja, das war okay. Ich hatte immer wieder mal so Gedanken von, ja, was soll eigentlich das Leben oder warum bin ich ja überhaupt hier und so. Aber das war schon immer wieder so wellenartig, wie das über mich gekommen ist. Aber ich hatte die Kraft, das dann wieder wegzuschieben und wieder zu verdrängen. Okay. Und dann irgendwann habe ich mich entschieden, einfach eine Entscheidung getroffen, okay, ich schaue mir das an. Ja. Und von diesem Startpunkt bis zu dem Moment, wo du sagen kannst, ich bin, wie sagt man das, stabil und kann damit umgehen, wie lange hat das gedauert? Also bei mir ist es eben so, dass ich würde sagen, diese Stabilität habe ich die Jahre vorher aufgebaut. Also Okay. nach diesen vielen Jahren Depression und so, diese Jahre danach habe ich diese Stabilität aufgebaut. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch in diesen Jahren. Also also auch in der Psychologie habe ich viel gelernt, weil ich ja selber auch also Ausbildungen gemacht habe in der Mhm. Psychologie und so. Und da arbeitet ja man an sich selber. Und ich hatte, also so, ich denke, es war so, dass ich einfach Tools hatte dann in der Hand, wo mir dann das Ganze entgegengekommen ist, dass ich doch ja dann wusste, wie ich reagieren kann. Also, dass ich einfach es geschafft habe, mich dann auch immer wieder aus dem Loch herauszuholen und immer wieder aufzustehen. Viele Prozesse hatte ich schon durchgemacht und ich musste es einfach nochmals durchmachen. Und ja, so bin ich dann Schritt für Schritt eigentlich in die Also Stabilität reingekommen, das heißt, beziehungsweise konnte es eigentlich aufrechterhalten. du konntest dir eigentlich jetzt dir selber ein bisschen helfen, kann man so sagen, Ja, weil du das vorher mit ja, entsprechenden Tools und auch Ausbildungen
kennengelernt hast und dann die auch versucht hast anzuwenden. Wie war das bei dir, Hanna? Wie ging es dann bei dir weiter? Ich nehme an, das war mal die erste Schritte, mal wegzukommen von den Drogen. Ist das richtig oder was hast du da erlebt? Ja, das war eine Parallele. Also weg von den Drogen war nicht sofort. Es hat schon noch ein paar Jahre auch gedauert. Also es war schon eine lange Phase der Stabilisierung, weil es war wirklich mehr ein Kampf ums Überleben, weil es halt immer wieder auch mit den Rückholsachen war und das war halt so, dass wenn halt irgendwas hochgekommen ist, also durch irgendeine Alltagssache auch oder durch Träume oder durch irgendwelche Sachen halt, dann haben wir da halt auch über geredet und haben das angeschaut und haben genau, und dann kam halt schon wieder das Nächste. Also es war halt immer so ein dauerndes von den Kampf einfach um jeden Tag, dass man ihn gut übersteht, dass man sicher ist, dass man schlafen kann. Also das waren schon recht harte Jahre. Und das Umfeld auch. Also ich hatte dann auch so Familien mit Kindern, die mir dann total geholfen haben. Und ich kann halt mit Kindern sehr gut. Und das war halt auch so ein Schutz auch für mich dann, mit den Kindern mich zu umgeben und mit denen halt auf sie aufzupassen und so. Das war halt von der Beschäftigung her auch. Also man muss sich ja auch den ganzen Tag irgendwas machen. Gell? Ich habe ja damals, ich hatte zwar noch eine Ausbildung gemacht, aber arbeitsfähig bin ich da natürlich nicht gewesen. Ja gut, das ist natürlich auch in dem Zustand auch nicht möglich, weil deine Geschichte ist ein bisschen anders. Das war ja, du hattest zwar ein Leben, aber du konntest nicht sagen, dass es ein absolutes positive, tolle Sachen gab. Das hast du, glaube ich, so nicht in Erinnerung. Plus natürlich dann auch die Drogenabhängigkeit. Das ist natürlich ein Mix, der das Ganze nicht einfacher macht. Hattest du auch Depressionen, wo ja Chantal beschrieben hat? Hattest du das auch? Depressionen nicht, so Selbstmordgedanken viel, aber ich habe irgendwann auch wirklich eine Entscheidung getroffen, dass es einfach kein Ausweg ist. Also das war schon nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das ist keine Option. Also es geht einfach nur noch vorwärts und nicht mehr zu, also so, das war schon nochmal so ein Punkt, den ich mir auch... Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis? Du hast gesagt, du hast eine Entscheidung für dich gefällt. Nein, das ist kein Ausweg. Ich will leben, ich will diesen Weg gehen. Gab es da einen speziellen Moment oder hat sich das irgendwie einfach entwickelt? Nee, es gab schon einen Moment, wo ich, das war aber schon ganz am Anfang, im Gebet einfach, dass ich wirklich gesagt habe, ich will leben, ja, und Jesus dann auch mein Leben übergeben habe und den Schutz auch, weil das war halt vorher so, dass also, dass es Gott und das Gegenteil gibt, das war mir schon klar. Aber ich habe als Kind halt immer gedacht, dass der Teufel stärker ist. Und da war das Erlebnis dann einfach, nein, das ist nicht so. Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt für die Zuschauer, dass sie das auch besser verstehen kann, inklusive mir. Das wird natürlich im Satanismus auch ganz klar so gesagt, dass der Teufel natürlich viel stärker ist als Gott. Und wenn du das wahrscheinlich 100.000 Mal hörst, irgendwann mal ist das in deinem Schädel drin und glaubst du das auch. Und der hat auch Macht. Also es gab eine ganz lange Zeit, wo ich wirklich gedacht habe, in Raben sind Dämonen oder also wirklich solche übersinnlichen Sachen, dass die Täter wirklich überall sind, dass sie durch Türen gehen können, dass sie Wunden heilen können. Das waren so Sachen, die bekommt man halt einfach gezeigt und als Kind glaubt man sie. Und als Erwachsener, wenn man sie dann jemand erzählt, dann kommt man sich schon auch ein bisschen blöd vor, weil man sagt halt dann, du, das war so, der hatte eine Wunde und dann nicht mehr. Und dann ist die Macht halt einfach so da, gell? Also die sind einfach so... Also du hast gesagt jetzt, das als kleines Detail mich gerade interessiert, da war, jemand hatte eine Wunde und dann konnte das dann auch heilen. Das wurde dann
dem Satan zugute oder wie kann man sich das vorstellen? Also gab es dann auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so schnelle Wundheilung wäre ja tendenziell was Positives. Wurde das missbraucht, um Menschen zu beeindrucken, was der Satan ja ein ganz toller Kerl ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube schon, dass es jetzt nicht so war. Also das, aber Ja. mei, wenn sich jemand jetzt eine große Wunde hat und dann ist die auf einmal wieder weg, dann denkt man als Kind natürlich schon, der hat irgendwie Wunderkräfte. Aber ich glaube nicht, dass er sie wirklich hatte, ehrlich Okay. gesagt. Also nicht heute, aber Also damals meinst habe du, ich das natürlich schon geglaubt. das ist eher so eine Täuschung, wo man dann wahrscheinlich auch benutzt hat, zum zeigen, hey, schau mal, was der Satan für tolle Kräfte hat. Obwohl er natürlich schon bestimmte Kräfte hat, also das glaube ich schon. Aber jetzt diese Sachen nicht durch Türen gehen, da glaube ich jetzt nicht, dass er das kann. Also Okay. das glaube ich nicht. Aber Also ist ja vielleicht einfach auch gut zu verstehen, was für Techniken angewendet werden, um die Kinder halt zu manipulieren. Chantal hat schon einige Beispiele genannt in den letzten Sendungen. Chantal, wie ging es bei dir dann weiter? Du hast gesagt, sage mal, in dem vorigen Leben deine Stärke gefunden, dann bist du das angegangen, bist durch diesen Prozess durch. Was ist dann passiert? Also wenn du sagst, in dem vorherigen Leben, habe ich Also, das richtig verstanden? ja, im Sinne von, du hast gesagt, deine Stärke hast du in den Jahren zuvor eigentlich zusammengefasst, dass du damit besser umgehen kannst, weil du hast ja dann irgendwann gesagt, so jetzt schaue ich mir das mal an, warst dir aber gar nicht so bewusst, was auf dich zukommt. Und du Ja, hast dann vorher gesagt, die nee, also Stärke, okay, ja, aber das muss ich jetzt dann, wenn nicht relativieren, weil das hört sich jetzt so an, als hätte ich dann einfach ein paar Jahre lang ein super gutes Leben gehabt. Das war ja nicht so. Das das lief habe ich, ja nein, das, parallel. Wir haben ja in anderen Interviews von genau, Parallelwelten ja gesprochen, aber es war einfach so, dass ich diese Parallelwelt ja die ganze Jahre bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schaue mir das mal an, verdrängt habe. ja, absolut. Das war Das es. habe ich so verstanden, weil du ja das Ja. sogenannte positive Leben genommen hast und in diesem positiven Leben dich versucht hast, irgendwo damit umzugehen und während dieser Zeit diese Stärke Ja, entwickelt hast, um dann diesen Prozess zu starten. So habe ich es, glaube ich, kann man es richtig sagen. Oder? ja, so würde ich das, genau, so würde ich, das finde ich eine gute Beschreibung. Also Okay. so passt das für mich auch. Und Also, dass ich dann, da wirklich Resilienzen entwickelt habe, die ja, mir dann nachher geholfen haben. dann hast du den Ja. Prozess gestartet. Und auch so, ja, Was hast du dann da sorry. nachher, du hast den Prozess gestartet, wie ging es dann weiter für dich? Das war eine Zeit wie ein Wirbelwind. Mhm. Also, wo ich dann wirklich realisiert habe, dass ich ja eigentlich gespalten bin und dass ich da ja eigentlich noch nebst meinem eben guten quasi Leben ja noch eigentlich im Kult involviert bin. Da habe ich eben den Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Zuerst mir mal eine lange Zeit genommen, um Gewisses anzuschauen und dann sind auch ganz viele Erinnerungen gekommen, weil ich das eben auch zugelassen habe, weil ich gesagt habe, jetzt will ich das wissen. Dann bin ich ja dann auch gewissen Beweisen nachgegangen, also habe Orte gesucht und so weiter, wo ich mich daran erinnern konnte, habe gesucht, ob das tatsächlich dort so, ob es zum Beispiel eben diese Kapelle gibt. Und dann habe ich relativ schnell schon angefangen, darüber zu sprechen, also auch öffentlich. Und dann wurde mir auch das bewusst mit der Verfolgung. Also seit ich darüber spreche, werde ich verfolgt und immer wieder aufgesucht. Und ich habe auch wirklich eben Strafen erlebt. Also ich wurde total zusammengeschlagen und ja, also Also, Verschiedenes, was ich jetzt nicht alles erklären will. ja. Aber diese Zeit von Aufarbeitung und Kontaktabbruch und eigentlich flüchten und immer wieder umziehen und
verlassen und so. Ist alles parallel gelaufen. Also Ja. die haben wir dann auch aufgesucht und dann, das war wahrscheinlich irgendwo in der Nacht, nehme ich an, und die haben wir dann wirklich zusammengeschlagen, also Ja, die grundlos, haben würde ich mich sagen. abgepasst, als ich mal abends zu Ja, Hause kam. Also die standen in meiner Wohnung. Ich weiß wow. nicht, wie die reingekommen sind, aber die standen in meiner Wohnung. Ja. Und da sind wahrscheinlich mehrere Leute gewesen und haben Sie Ja. das was gesagt oder haben Sie was erklärt, wieso, dass Sie Nee, das, die haben nicht mit mir geredet, aber ich habe schon bemerkt, was die okay. Botschaft war. Ja. Also braucht natürlich auch eine gewisse Stärke, dass du sagen kannst, wisst ihr was, ich höre nicht auf, ich lasse mich nicht brechen und ich gehe diesen Weg. Chapeau und großen Ja. Respekt, dass du das auch machst, weil darum will man auch deine Persönlichkeit schützen und ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz ist auch wichtig, dass natürlich immer mehr Leute zusammenkommen, dann kann man nicht einfach so mal schnell, wenn es plötzlich 100 oder 1000 Leute sind, die in die Öffentlichkeit gehen, kannst du einfach nicht schnell mal 1000 Leute wegschaffen. Das ist dann nicht mehr so einfach. Das ist so, das ist so. Je mehr auch wir Betroffene über diese Dinge reden und je mehr die Öffentlichkeit das weiß, desto mehr ist es auch Schutz für uns. Ja, Weil ich meine, wenn die mich jetzt tatsächlich irgendwie, sagen wir, umbringen würden, dann wüssten ganz, ganz, ganz viele Leute Bescheid, warum. Also ob sie sich diese Blöße machen wollen, gehe ich jetzt mal davon aus nicht. Aber ja, ja. man kann auch dazu sagen, dass wir müssen jetzt das nicht mehr wiederholen, aber du hast ja auch schon diverse Namen genannt, die man einfach kennt. Und wenn das so Ja. falsch gewesen wäre, da hättest du am nächsten Tag eine Anzeige und 100.000 andere Sachen erlebt. Komischerweise scheint das bis jetzt nicht der Fall zu sein. Da hat man dann auch gewisse Fragezeichen, wieso das dann die Menschen, wenn die anscheinend so unschuldig sind, da nichts tun. Also das ist dann auch sehr, sehr spannend. Wenn wir Mhm. weitergehen, vielleicht bei Hanna, du hast gesagt, du bist dann den Prozess gegangen, hattest dann auch Depressionen. Wie bist du aus den Depressionen schlussendlich rausgekommen? Also Depressionen so Nein, du, nicht, Entschuldigung, aber jetzt habe ich es schon, verwechselt. Du hattest nicht die ich Depression. nehme, Nee, das war bei Chantal. schon, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade verwechselt. Du hattest dann diesen Prozess mit dem Glauben und auch mit dem, kann man sagen, mit dem neuen Bezugsperson, wo du heute als Vater ansiehst und wo dir sehr stark geholfen hat. Wie ging es dann bei dir weiter, dass du sagen kannst, jetzt habe ich eine gewisse Stabilität und jetzt geht's mir, jetzt kann ich auch, wie soll ich sagen, das schlussendlich auch das Leben irgendwo genießen, was, wenn man das genießen nennen kann, weil das ist ja, glaube ich, auch das Ziel, dass man auch einen Sinn des Lebens sieht, dass man das auch, trotz allem, was man erlebt hat, irgendwie Lebensfreude erfahren kann. Oder sehe ich das falsch? doch, ja. Also der Prozess ist jetzt schon immer noch im Gang, würde ich sagen. Also es sind immer noch viele, ja, Schwierigkeiten da, aber die Stabilität ist schon viel stärker geworden. Aber ich mache das bis heute noch so, wenn ich irgendwo hinfahre oder dass ich halt dann eine kurze SMS schreibe, bin gut angekommen oder diesen Schutz aufrechtzuerhalten, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Dass man jetzt nicht denkt, ja, jetzt ist man halbwegs stabil Mhm. und jetzt kann man große Risiken eingehen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht an bestimmte Orte fahren von meinem früheren Wohnort oder ich würde halt, das muss man schon sehen. Aber ich kann, ja, ich habe 2010 hat mein Pflegevater dann eine Firma gegründet, also auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, solchen Menschen wie mir halt auch Arbeit zu geben und auch Mhm. irgendwie wieder in das Leben zu integrieren. Und die ist auch bis heute noch. Und es war schon so ein Schritt für mich jetzt auch wieder mit der Arbeit und ja, auch mal kennenzulernen, was kann ich überhaupt, was macht mir Spaß, also, weil diese Sachen, die für andere so selbstverständlich sind, dass man lacht, dass man seine Meinung sagt, dass man redet, das musste ich praktisch alles erst mal lernen. Also das war wirklich so ein, ja,
Also ist ja, das ist im dann etwas, Gespräch. was ja du als Kind gar nicht kennenlernen durftest. Hatte man dir bewusst weggenommen, dass du keine starke Persönlichkeit aufbauen kannst. Man versucht euch dann, also viele Kinder dann zu brechen und dann zu beobachten, so wie Chantal auch erzählt hat, entweder bist du dann Betroffener oder dann das Opfer oder wirst du dann zum Täter und wirst dann in diese Chantal hat es, glaube ich, gesagt, kommst in diese Ausbildung mit rein. Da gibt es ja verschiedene Muster, habe ich dann so erfahren. Aber das ist ja genau der Punkt, wo wahrscheinlich schwierig ist. Kannst du dich noch erinnern, wo du vielleicht das erste Mal auch mal eine Empfindung hattest von glücklich sein, sich freuen? Ich nehme an, das kennst du schon auch, also mittlerweile. Das war ja auch ein Prozess. Ja, das kam auch. Mein Pflegevater sagte immer, ich habe nach 2 Jahren das erste Mal gelächelt. Mhm. Das war vielleicht schon so ein Anfang, dass ich wirklich mal jemand angelächelt habe oder offen gelacht habe oder so. Und es war dann schon immer häufiger, also dass ich einfach auch Freude hatte mit den Kindern vor allem. Das ist halt einfach ja, das, das macht mir halt einfach Freude, Also mit wenn ich es Kindern richtig verstehe, umzugehen. vor allem der Zusammenhang mit den Kindern hat dir auch geholfen, weil Mhm. zum Glück viele Kinder diese unschuldigen, offenen, liebevolle Wesen sind, die dich einfach anstrahlen und das hat dir wahrscheinlich dann einfach gezeigt, diesen Kindern, da kann ich einfach auch offen sein und da habe ich dann auch nichts zu befürchten. Das geht wahrscheinlich in die Richtung. Mhm. Auch ein Schutz vielleicht, Ja, ja, dass man irgendwie, ja, sich auch Gedanken macht, gell, wie man so einem Kind also wenn man so ein Kind sieht, dann hält es halt sehr schwer zu glauben, dass man ja auch andere Sachen machen kann. ja. Und das war halt ein Beschützerinstinkt vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es war halt immer einfach ja, Ja, wichtiger ich kann halt sehr Punkt. gut mit Kindern. Zum vielleicht nochmal erwähnen, das hat Chantal auch mal gesagt, in Bezug auf die Menge von den Kindern, die da involviert sind. Da gibt es ja, das hat Chantal mal recherchiert und dann auch herausgefunden, man geht Mhm. davon aus, dass 1% der Kinder da involviert sind und wir reden nicht von Missbrauch, sondern wirklich von ritueller Gewalt. Das kann man Mhm. fast nicht glauben, wenn man als Außenstehender das hört. Von 100 Kindern müssen wir überlegen, eine kleine Gemeinde, 100 Kinder, ein Kind betroffen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ja, wir werden natürlich auch später dann in anderen Sendungen darüber reden, wie kann man damit umgehen oder was kann man beachten. Es gibt dann auch mal eine Fragerunde am Schluss. Müssen wir schauen, welche wir alle einladen werden. Das werden wir mit Chantal noch besprechen. Aber zurück zur Thematik. Chantal, wie war es für dich? Ähm, auch diese Emotionen, wir haben vorher von Freude geredet oder auch mal ein Gefühl von Glücklichsein. Hast du das dann auch erleben dürfen? Wie war das für dich? Ähm, wenn ich zurückdenke, also ich habe auf jeden Fall meine fröhliche Momente gehabt Mhm. und hatte auch das Gefühl, ich konnte von Herzen lachen. Aber mit dem heutigen Wissen weiß ich auch, dass es war immer so wie mit einer grauen Decke darüber. Okay. Also wie Also ein Nebel halt. es war nicht von tiefem Herzen, ja, und das merke ich auch heute. Also ich kann mich wirklich über Dinge freuen, aber es ist immer noch so ja, wie der Himmel irgendwie nicht ganz offen wäre, noch nicht ganz offen oder so. Also so in diese Richtung könnte ich das beschreiben, weil dieses Thema, es begleitet einem immer. Also mir geht es so. Also egal, was ich mache, ich weiß im Hinterkopf, es gibt das. Und es Mhm. gibt Kinder, die das jetzt gerade erleben oder erwachsene Leute und so. Und das ist etwas, was mich einfach begleitet und das macht mich sehr betroffen, sehr traurig. Und diese Traurigkeit habe ich seit Kind, also eben seit ganz klein Kind, und die hat mich eigentlich ähm, nicht verlassen. Es ist nicht immer so stark, aber sie ist da.
Es gibt Menschen im Chat, wo ich gerade gesehen habe, wo dann gewisse Kommentare von sich geben, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber ich werde jetzt auf das nicht eingehen, werden dann vielleicht mal auf eine Fragerunde darauf eingehen. Dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es Freude und Glück kannst du empfinden, aber es ist wie wie würde man sagen, ein Schleier am Himmel, wo einfach nicht ganz durchgeht. Also es ist dann... Genau, es Ja. ist wie so durch einen Nebel. Man Ja. kann Freude und Glück erkennen und auch fühlen, aber es ist wie so eine Nebeldecke. Mhm. Und diese ist mal dicker und mal weniger dick. Wie seid ihr dann, vielleicht einmal in diese Richtung zu kommen, wenn man das überhaupt als positiv sehen kann, dass die Stabilität da ist, dass das Leben trotzdem weitergeht, trotz den vielen Herausforderungen, trotzdem, dass es immer wieder dich tangiert und dass es dich beschäftigt. Aber ihr habt ja beide irgendwann mal entschieden, ich gehe diesen Weg, ich will leben und ich sage jetzt mal was, bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist, ich will auch andere Menschen versuchen zu unterstützen, wo das Gleiche erlebt haben, dass wir eines Tages vielleicht diesen Weg gehen können, dass Menschen, die sowas getan haben, vielleicht auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Ist das so eine Art Zusammenfassung? Wie würdet ihr das sehen? Ja, würde ich schon sehen. Nur das Letzte, also dass es auf Erden geschieht, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, da habe ich wenig Hoffnung, wenn ich Okay. ganz ehrlich bin. Dass sie nach ihrem Tod zur Rechenschaft gezogen werden, da bin ich 100%ig sicher. Aber anderen Menschen Hoffnung geben, finde ich wirklich sehr wichtig. Ich meine, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht wenn man vielleicht nicht sieht, dass es mir gut geht oder ich jetzt auch nicht so gut reden kann, aber es gibt wirklich Hoffnung, dass es auch ein Danach gibt und dass es auch noch ein Leben gibt. Und ich meine, auch wenn jeder Tag eine Herausforderung ist und es wirklich nicht so ist, dass man von geheilt reden kann oder von, Ja. aber und die letzten 2 Jahre also zumindest bei mir hat sich das Ganze wieder verschlechtert ein bisschen, die ganze Stabilität. Ja. Aber natürlich jetzt nicht so, aber es war schon sehr, ja, durch die ganzen Sachen und so und Masken und das ganze Thema und so, da war es halt, das war schon eine Herausforderung. Das Oder kann ich ist eine mir Herausforderung. vorstellen. Du hast gesagt, das hat ein bisschen verschlechtert. Gibt es jetzt, wenn jetzt Leute da zuschauen würden, wo auch Betroffene sind das Kontakte, wo ihr grundsätzlich unter Umständen schätzen würdet, wenn es passt, um miteinander sich auszutauschen? Ist das etwas, das unterstützt oder sagt ihr, nee, will ich nicht, das ist nicht mehr mein Thema? Also ist einfach mal eine Frage. Es kommt darauf an, das Vertrauen ist halt schon ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt jemand sagt, der ist betroffen und er hat noch Täterkontakt, dann ist natürlich die Gefahr auch da. Also Genau. Also ich wäre schon bereit, wenn noch jemand dazwischen ist praktisch. Also jetzt nicht an mich direkt, sondern... Ja, es geht auch darum, es gibt Leute, wo mich zum Teil anschreiben, dann fragen wir natürlich auch, wie gehen wir damit um. Momentan ist meine Kontaktperson Chantal, die kann das, glaube ich, kann ich so sagen, gut managen. Sie kann das auch gut einschätzen, wie man damit umgehen kann. Es soll ja auch Möglichkeiten geben, dass man sich austauschen kann, aber man muss ja das mit Vorsicht genießen, genau aus den Gründen, wo du jetzt gerade erwähnt hast. Danke für diese Antwort. Vielleicht Chantal, vielleicht ein paar Worte, wie du das siehst in Bezug auf ja zu sagen zum Leben, dass es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Es gibt vielleicht Menschen, die schauen zu, die sind vielleicht noch nicht da. Vielleicht ermutigende Worte, dass man sagen kann, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil das Leben, auch wenn es vielleicht für dich jetzt einen Schleier hat, trotzdem definitiv lebenswert ist. Ist das so ein Ansatz? Ja, also es ist definitiv lebenswert und wirklich, also das würde ich wirklich jedem und jeder betroffenen Person wirklich Mut machen, weil es ist neben dem ganzen Entsetzen und neben der ganzen Ohnmacht, die man da durchgemacht hat, eben auch eine große Dankbarkeit da, dass man eben noch lebt und dass wir in dieser Lage sind, überhaupt
also dass wir überhaupt leben können und dürfen, weil andere haben das nicht überlebt. Und es ist manchmal wie so innerliche Entscheidungen, die man treffen muss. Natürlich, ich weiß, man muss auch die Kraft haben dazu. Das ist nicht immer der Punkt, man hat nicht immer die Kraft, aber wenn man die Kraft hat, gewisse Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel halt, dass man das Glas halb voll ansieht und nicht halb leer. Und dann, das ist auch so eine Übung, oder wie man ins Fitnesscenter geht, das ist auch so eine Übung, wie man die Dinge lernt anzusehen. Und dann kann man die gleiche Sache von verschiedenen Seiten ansehen. Und das, wenn man sich entscheidet, eben das Glas halb voll zu sehen, dann merkt man, dass das Leben durchaus lebenswert ist. Also ja, und ich bin total dankbar, dass mir meine Suizidversuche überhaupt nicht gelungen sind damals und dass ich heute noch lebe. Und genau. Also sehr, sehr Ja, schöne Worte. Hanna, willst du da auch da noch was dazu sagen zu dem? Weil auch wenn es dir momentan vielleicht ein bisschen schlechter geht, dass man versucht, das Positive zu sehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, ist natürlich für mich jetzt als Außenstehender einfacher zu sagen, als jemand, der natürlich das erlebt hat. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich da Unterstützung bieten kann in Bezug auf Öffentlichkeit, weil das muss an die Öffentlichkeit. Und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, Menschen wie ihr das seid, den Mut hat, die Stimme zu erheben und zu sagen, auch wenn das viele nicht glauben wollen, aber das ist leider so, das gibt es und das muss an die Öffentlichkeit. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du das auch machst, also dass es auch wirklich Menschen gibt, die das auch glauben und trotz allem auch noch glauben, obwohl jetzt in den Medien ja auch viel irgendwelche Dokus gibt, die wieder ja sagen, das gibt's nicht, das ist alles Schwachsinn. Und ja, da bin ich schon sehr dankbar, dass es wirklich an die Öffentlichkeit kommt. Und ich möchte auch wirklich allen Betroffenen auch ja Mut machen, dass es ein Leben gibt, also noch, also auch wenn man wirklich, also ich habe, als ich in der Jugendwohngruppe war, da haben alle Sozialpädagogen wirklich einstimmig gesagt, das bringt nichts, die ist so kaputt, das wird nie was. Also die waren wirklich überzeugt davon, ja, ich werde einfach irgendwo wahrscheinlich mit der Nadel im Arm sterben. Und es gab, ich glaube, es gab niemand, der auch nur irgendeine Hoffnung auf mein Leben hatte. Und das geht auch anders. Und deswegen möchte ich anderen auch wirklich, ja, auch Hoffnung geben und auch drüber reden. Ich bin natürlich auch sehr berührt. Die Menschen, die mich länger kennen, sehen das. Dieses Thema ist halt schon etwas, was triggern kann. Das triggert mich auch. Ich habe das erste Mal so richtig erfahren mit der Journalistin aus der Schweiz, die intensiv recherchiert hat und da mit Betroffenen auch reden konnten. Wir haben dann diesen Blog auch publiziert. Das war auch heftig und dann 3 Wochen später wurde dann mein Konto gelöscht. Das ist natürlich alles nur Zufall. Und ich habe dann gewusst, da ist irgendwas im Busch, wo unbedingt ans Tageslicht muss. Und ich bin immer dran geblieben und ich habe immer nachgefragt. Das kann ich sagen, es gibt auch in der Schweiz mittlerweile Vereine, die sich damit beschäftigen, aber die wollen mit mir aus irgendwelchen Gründen kein Interview führen. Das fand ich dann auch sehr speziell. In Bezug auf Medien, da werden wir noch später zu sprechen kommen. Wir haben noch eine andere Sendung dann im Sinn, was Medien angeht. Da werden noch weitere Teile folgen. Ich bin einfach dankbar, dass ihr diesen Weg gegangen seid, dass ihr das Leben so im Griff habt, auch natürlich mit Höhen und Tiefen, dass ich trotzdem sagen kann, ich bin froh, bin ich das gegangen und ich bin auch froh, dankbar fürs Leben. Man hat jetzt auch von beiden gehört, dass es auch dem Glauben einem Teil zu verdanken ist, dass ihr die Stärke habt.
Da spricht, finde ich mal, überhaupt nichts dagegen, wenn man an das glaubt. Ich glaube auch, dass es was gibt. Ich glaube nicht an diese weltliche Kirche, aber dass es was gibt, ist für mich definitiv so. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir alle auch haben sollten, einen Glauben. Das soll aber jeder Mensch für sich selber entscheiden. Da Vatikan und so halte ich gar nichts davon. Das ist meine Meinung. Aber was ihr gemacht habt und auch Chantal mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit, auch das Buch und diesen Weg gegangen seid und auch mit dem Risiko. Ihr geht ganz klar auch ein Risiko ein, da muss man einfach sagen, größten Respekt, dass ihr das macht und ich möchte natürlich euch weiterhin unterstützen und wir werden mit Chantal den Weg auch gehen. Vielleicht, das werden wir aber noch separat diskutieren, wenn Hanna möchte, vielleicht am Schluss dann von der Serie machen, wenn ich eine Fragenrunde mache, werden wir vielleicht ein paar zusammen die Fragen beantworten. Das können wir dann noch miteinander anschauen, ob das stimmig ist. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Und wenn ich irgendwas tun kann, werde ich es sicher machen. Auch wenn ich weit weg bin momentan. Aber ich denke, es ist vielleicht auch ein positiver Punkt, dass ich nicht in der Schweiz bin, für solch ein Thema aufzugreifen. Dann weiß nicht, ob Sie dann mich in Ruhe lassen würden. Das wissen nur die Götter oder wer auch immer. Vielleicht für beide noch ein Schlusswort, wenn ihr möchtet. Hanna, möchtest du vielleicht am Schluss noch was sagen? Ja, weil du jetzt gerade mit der Kirche das gesagt hast, also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Also ich habe jetzt mit Kirche und Vatikan und überhaupt, also hätte ich jetzt überhaupt kein Vertrauen. Also das möchte ich schon wirklich unterscheiden. Also nicht, dass die Menschen denken, ich bin jetzt in der Kirche. Das ist also absolut nicht so. Okay. An Gott zu glauben hat jetzt nichts mit der Kirche, weder evangelisch noch katholisch. Ja. Also das ist wirklich, und da gibt es ja auch genug Beweise, genau. Ja, ich möchte einfach Danke sagen. Ja, und mach weiter so. Sehr gerne, danke dir. Chantal, Schlusswort für dich. Ja, ich schließe mich dem, was Hanna gerade gesagt hat, an. Also bei beiden Punkten, für mich ist der Glaube auch eine persönliche Sache, eine Beziehungssache und nicht gebunden an irgendeine Religion oder so. Und ja, also Roger, dir auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du einfach, ja, dass du da dran bleibst. Und ich weiß noch, ganz am Anfang hattest du mir gesagt, ich mache das, egal was auf mich zukommt, das ist mir egal, von welche Konsequenzen das hat. Und das ist wirklich auch, also eben, Chapeau auch an dich. Und ich sage immer wieder, zusammen sind wir stark. Ich meine, wir können ja nur reden, wenn auch jemand uns zuhört, auch diese ganze Community, die jetzt zuhört, und wenn jemand wie du auch uns die Plattform dazu gibt. Also alleine könnten wir ja auch nicht reden. Absolut. Von daher vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir bleiben dran. Nächsten Donnerstag. Schaut im Telegram-Kanal, wer das wieder ankündigen. Weiß gar nicht, was wir ein Thema. Weißt du es gerade, was wir ein Thema haben nächsten Donnerstag? Ich meine, das ist doch mit den Medien. Medien, oder? das könnte Medien sein. Wenn es so wäre, hätten wir auch wieder einen Gast, aber wir werden das noch ankündigen und werden es natürlich auch wieder publizieren. Ich danke euch beiden und wir bleiben in Kontakt. Viel Kraft und weiter so. Ihr inspiriert ganz viele Menschen, ich bin davon überzeugt und ich bin sicher auch, dass da Menschen zuschauen. Übrigens, das kann man auch sagen, Moment, das möchte ich jetzt auch noch erwähnen, weil ich finde das nämlich wichtig als Abschluss. Moment. Wir haben ein Mail bekommen. Ich glaube, es ist noch gut, dass die Leute das erfahren. Wie siehst du das? So. Hallo lieber Roger, wir bekommen heute ein Mail. Ich wollte mich ganz herzlich für deine Interviews mit Chantal bedanken. Ich bin selbst betroffen, komme gerade aus der Leugnung raus und diese Interviews helfen mir so unglaublich viel. Vor allem auch mein eigenes Schweigen zu brechen. Alles Gute für euch beide und ich freue mich auf jeden Donnerstag. Gottes reichen Segen. Also ich glaube, wenn es nur eine Stimme ist, das alleine hat sich schon gelohnt. Ja. Ein sehr, sehr schönes Feedback an dich und an euch. Und ja, ich hoffe, dass weitere folgen, dass wir Leute erreichen können, dass wir euch die Stimme geben könnt, dass ihr die Stärke bekommt, die ihr braucht. Und dann, glaube ich,
kann man das nicht mehr einfach so wegdiskutieren und auch in den Medien nicht mehr schlecht machen, aber das werden wir dann nächsten Donnerstag beleuchten. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tschüss Abend. zusammen. Tschüss. Tschüss. So, das waren Chantal und Hanna. Ja, ist halt immer so ein, für mich auch nicht so ein einfaches Thema. Auf der einen Seite versuche ich, die Sachen aufzudecken, auf der anderen Seite möchte ich achtsam sein, weil ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein Psychiater, aber ich glaube, wir machen jetzt das Beste draus und ich danke für die Leute, die zuschauen. Es ist nicht immer so einfach, das dann auch zuzuhören. Wir sind im Verhältnis relativ wenig Menschen, die heute zuschauen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Leute damit nicht umgehen können oder vielleicht das letzte Mal zugeschaut haben, weil letztes Mal war einfach sehr heftig. Ja. Aber bitte denkt daran, früher oder später müssen wir das anschauen. Ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die sagen, ich kann das nicht schauen, ich kann damit nicht umgehen, ich akzeptiere das und ich bin auch, klar, akzeptiere ich das und ist natürlich respektiere ich das auch, aber es gibt den Moment, wo wir nicht drum herum kommen, diesen Punkt auch anzuschauen. So, das war's meine Seite. Vielleicht mache ich noch schnell News, für das irgendwie auch ein bisschen zu verarbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend, trotz diesem schwierigen Thema und bis bald und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbindet die Punkte. Und jetzt kommt ein Lied, das ihr wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehört habt. Es ist lange, lange, lange her, aber es ist sehr passend. Das ist das Lied von Patricia, wo vor sehr langer Zeit auch bei mir in der Sendung war. Bis dann. Bye, bye.